Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind in Hamburg, im eingeschneiten Hamburg, im eiskalten Hamburg. Wir waren gerade für knapp eine Woche in Hannover auf der Messe und haben jetzt den Aufenthalt hier im Norden verlängert und sind noch zu Bastis Familie erst nach Schleswig-Holstein gefahren und jetzt verbringen wir noch 1-2 Tage hier in Hamburg. Mit so einem kalten Wetter haben wir allerdings nicht gerechnet. Morgen. Morgen. Wie war deine Nacht? Ich habe mein Kissen zurück. Also nicht das, sondern das. Also gut. Wobei, wie kalt es ist, merkt man immer da dran. Trockene Messeluft und trockene Standheizungsluft und sind echt eine fiese Kombination. Deshalb besteht der Morgen meistens aus Creme, Creme, Creme. Ein cremiges Dessert. Was ist, wenn man jetzt nicht da raus will, weil es einfach zu kalt ist? Warum haben Hunde nicht so ein Hundeklo wie Katzenklo drin? Basti dreht eine Runde mit Peps und ich versuche so lange hier ein bisschen klar Schiff zu machen und einen Kaffee. Das Wetter ist sogar zu kalt für unser Gas, aber es ging jetzt an. Erstmal meine Füße gleich wärmen hier in der Standheizung. Und Peppi, hast du Hunger?
Merci. Wir haben uns heute Morgen für Frühstück im Bus entschieden, obwohl wir eigentlich gar kein Wasser haben. Wir haben gestern nur bei Bastis Eltern noch schnell unseren Wasserkessel aufgefüllt und eine Wasserflasche und damit machen wir uns sauber. Und hat noch für Kaffee gereicht und vielleicht auch noch zum Abspülen. Vielleicht müssen wir nach Italien. Sardinien. Einfach nur wegen dem Essen. Gegen Sardinien hätte ich auf jeden Fall nichts einzuwenden. Man muss ja doch eine Weile durch Italien fahren. Pizza, Gelato. Pasta. Wir lieben Italien. Pistachio. Vielleicht müssen wir dann die Küche im Minicamper doch nicht benutzen. Ja, okay. Ja, Italien. Die Orangen sind nämlich aus Sizilien und es sind die besten Orangen. So, Vanlife hat seinen neuen Höhepunkt erreicht. Weil wir so wenig Wasser haben. Stelle ich gerade den Rekord auf. Ja, in wenig Wasser benutzen. Und was für Wasser auch. Das ist ein bisschen eklig. Unser Zahnputzwasser von heute Morgen, was noch in der Spüle war, wird zum Abspülen des Geschirrs benutzt. Also überlegt euch gut, falls ihr uns trefft, ob ihr einen Kaffee von uns haben möchtet. Nein. Da. Ein bisschen mehr Wasser habe ich schon auch benutzt. Wir können eigentlich den Schnee draußen benutzen, habe ich gerade gedacht. Wenn man den Schnee schmilzt, nur den gelben Schnee halt nicht. Aber Schnee ist best. Happy erholt sich auch noch ein bisschen von der Messe. Auch wenn sie es echt mega, mega gut gemacht hat. Die hat einfach in ihrer Box gechillt, geschlafen, egal wer und wie viele Menschen bei uns am Van vorbeigekommen ist. Richtig cool. Und touch me. Hab dich. Die Sonne kommt raus, das heißt, wir ziehen uns unsere Winterschuhe an, beziehungsweise Basti seine weißen Sneakers, weil da irgendwie... Ich habe meine Wanderschuhe, ne? Wanderschuhe? Ja, Wanderschuhe. Aber das ist auch nicht viel wärmer. Ja. Und dann drehen wir hier mal eine Runde durch den Stadtpark. Wir stehen nämlich eigentlich hier direkt gegenüber. So allgemein wäre es ein richtig schöner Wintertag, wenn man gut ausgestattet wäre. Ja. Wir haben nur absolut überhaupt keine gescheiten Winterklamotten dabei. Merino für unten drunter vergessen. Ich habe keine Winterschuhe, Wir waren, keine warmen irgendwie, Socken. wir waren für Messe ausgestattet und irgendwie dachten wir, dass Plusgrade werden. Und jetzt nicht so super kalt. Aber es ist so schön. Ja, schön ist es. Es ist auch echt absolut verrückt, wie viele Wohnmobile und Vans und Busse hier
entlang des Stadtparks stehen am Südring. Nicht nur Reisende, ich glaube eher weniger Reisende, so wie wir jetzt, so Verrückte. Lustigerweise hat uns auch gestern jemand gefragt, ob das bei solchen Temperaturen Spaß macht. Macht es aber. Und da habe ich gesagt, ja, es gibt Temperaturen, da macht es wesentlich mehr Spaß. Aber gerade um so Freunde, Familie und so zu besuchen, so kurze Trips im Winter zu machen, nimmt man auch mal Abspülen mit Zahnpastawasser in Kauf. Guck mal, wie schön die Sonne über meinem Kopf. Wenn man schon mal in der Stadt ist, muss man ja die Vorzüge nutzen. Und für mich ist es eindeutig Kaffee. Sonne! Das war ein sehr leckerer Kaffee und eine sehr leckere heiße Schokolade und eine noch bessere Nussecke. Ich glaube, das war die beste Nussecke, die ich je hatte. Nusseckenkuchen. Das war so lecker. Ja, war sehr gut. Also wer eine gute Nussecke verspeisen möchte in Hamburg, muss zum Bean der Café kommen. Irgendwie tut so ein langsamer Wintertag, alles so ein bisschen entspannt, nicht so hektisch ist, mal wieder ganz gut. Nicht, dass irgendein Wintermorgen schnell sein könnte im Van. Ja gut, das stimmt. Aber so auch jetzt so lang zu spazieren, nach den trubeligen Tagen, tut das mal wieder richtig gut. Wir werden auf jeden Fall gleich mal noch die Messe und wie es sich so angefühlt hat, da unterwegs zu sein, im Podcast aufnehmen. Unser erster Podcast seit Ewigkeiten mal wieder im Van. Wobei Basti ja die letzte Folge, die letzte Episode mit Manu Van, nur nicht in unserem. auch im Van aufgenommen hat. Genau, nicht in unserem Van, in Manus Van und das direkt von der ABF. Ist eine richtig, richtig schöne Folge geworden. Richtig spannend. Manu, wer Manu noch nicht kennt, von den Busbastlern, Schalldose on Tour, hat auch so einiges erlebt in seiner Camping, Vanlife, Overlanding Karriere und erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Macht richtig viel Spaß. Ich war nämlich gar nicht dabei. Ich habe mir die Folge selbst so angehört. Und wie fandest du? Ja, ich fand's mega. Ja. Ja. Ist vielleicht auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ja. Und genau, wir ziehen jetzt auch nochmal ein Resümee und Fazit im Podcast zur ABF. Yes. Und hier einmal nur so kurz. Wie fandest du es? Mega, war richtig cool. Sehr, sehr anstrengend. Wir haben aber ganz, ganz viele Menschen, auch von euch da draußen, kennengelernt, Ja. die vorbeigeguckt haben, mal Hallo gesagt haben. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ganz viele tolle Gespräche. Ja. Vielen, vielen lieben Dank fürs Vorbeigucken. Und wir haben auch Kuchen Ja, danke bekommen. für den Kuchen. Das hat mich immer richtig doll gefreut. Es war so ein richtiger, oh wirklich, ist das ja süß.
Also wenn ihr vorbeikommt und uns auf Messen besucht, gerne Kuchen mitbringen. Haben wir gar nichts gegen. Irgendwie kommt man so wenig zum Essen auch, dass so ein kleiner Zuckerschock dann gar nichts Schlechtes ist. Ja, stimmt. Ja. Aber ansonsten richtig viel Spaß gemacht. Wir konnten selber ganz viel lernen. Wir haben unseren ersten Vortrag überhaupt auf einer großen Bühne gehalten. Ja, Den zweiten Vortrag, der durfte dann auch vor richtig viel Publikum stattfinden. Das war ein bisschen krass. ja, das stimmt. Da sind wir genau vor Gregor Meile aufgetreten. Aufgetreten, sage ich jetzt schon. Ja, Vorband. Ja, Vorband quasi. Und ja, das Publikum war schon da, musste sich noch ein bisschen mit uns begnügen, bevor das Konzert losging. Aber es kam, glaube ich, ganz gut an. Ich glaube Uns hat auch. es richtig Spaß gemacht. Und ich muss sagen, also mir macht Bühne Spaß. Also irgendwie ist das ganz cool. Für mich ist es schon immer wieder raus aus der Komfortzone. Ja, das ist für mich auch. Ich habe ja immer schnell eine Zunge im Knoten, wollte ich gerade schon sagen. Knoten in der Zunge. Aber ja, nee, ABF war echt eine richtig coole Erfahrung. Und wie gesagt, wer noch mehr davon hören möchte, hört gerne in unserem Podcast rein. Da nehmen wir das Ganze noch mal ein bisschen mehr auseinander. Und dafür geht es jetzt erstmal zurück in den Van und dann müssen wir den erstmal warm kriegen. Oh ja. Setup ist aufgebaut. Ich hoffe, man hört die Standheizung nicht so doll. Aber es ist kalt. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Zweimal um die Welt. Euer Lieblingspodcast in Sachen Vanlife, Reisen und bizarren Geschichten aus unserem Van und sonst was Alltag. Und ja, wir müssen wieder mit dem normalen Intro vorlieb nehmen. Vielleicht aber auch vorerst. Wer weiß. Mal sehen, was daraus kommt. Ja, also du machst das auch schon sehr Ja, schön. ja, und ja. Seit einer sehr langen Zeit sehr schön. Aber ich muss schon sagen, das letzte Intro war schon besonders. Ja, wer kann, der kann, ne? Ja. So, Podcast ist im Kasten. Wir packen jetzt zusammen und fahren Richtung Hafen. Basti und ich, wir gehen nämlich heute Abend ins Theater. Und davor gehen wir noch kurz was essen. Und ich freue mich schon sehr auf den Abend. Das ist nämlich mein Weihnachtsgeschenk. Es geht in das Harry Potter Theaterstück. Ich bin ein kleiner Harry Potter Nerd und ich freue mich schon sehr drauf. Wir machen uns jetzt einen schönen Hamburger Abend, genießen das herrliche Wetter, essen jetzt was Leckeres. Indisch. Genau. Danach geht's ins Theater, das habe ich ja schon angekündigt. Und wir beenden das Video an der Stelle. Hamburg lohnt sich immer, egal zu welcher Jahreszeit, auch im Van. Und Dann geht's für uns schon wieder in den Süden. weiter Richtung Süden. Hoffentlich bald in die Sonne. Yes. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und die Woche hier in Hamburg mit uns verbracht habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Hoffentlich geht's bald ins Warme im Süden. Immer heute der Woche. Oha. Was Theateriges? Eine Theatermaske? Gibt's sowas? Vielleicht. Dann nehmen wir doch das. Oder hast du noch eine andere Idee? Nee, Dann nehmen wir das. Eine Theatermaske. sehr gut. Emoji der Woche, eine Theatermaske und wir sehen uns nächste Woche. Kanal abonnieren nicht vergessen. Video liken, Herz. hypen und Ihr überhaupt wisst doch, so. was da alles kommt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Danke. Ende.